have been Anthony Tunnicliffe, Albert Lane, Marco Polo, Mr. Nice, Albie, Her Majesty's Prison number 126593, United States Federal Prison number 41526-004, and Howard Marks. I was a physics graduate of Oxford, a philosophy graduate of Sussex, a teacher, an MI6 agent, a drug smuggler, a prisoner, a writer, a DJ. But through all these changing identities and careers, my constant aim has been to break down the frontiers and explore the world of cannabis. So jump on that bus like Reeves in Speed, cause every man has one basic need. So let's use that seed like the good Lord instructed. Don't fret about the pigs, cause they all corrupted. Die US-amerikanische Drogenpolizei, DEA, schätzt, dass Howard Marks zwischen Anfang der 70er und Ende der 80er Jahre für mindestens 10% des gesamten Welthandels mit Haschisch und Marihuana alleine verantwortlich war. Er hat ausschließlich sogenannte weiche Drogen verschoben. Nach eigenen Angaben sei hierin mehr als nur die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Er habe auch eine Art Bestimmung erfüllen wollen, erklärt er. Howard Marks ist jetzt 53 Jahre alt, stammt aus Kenfig Hill, einem Dorf in Wales. Ende der 60er Jahre begann er ein Physikstudium in Oxford. Sein erster Joint während der Studienzeit veränderte sein Leben. Marks und einige seiner Kollegen begannen zu dealen. Er und seine Freunde bekamen die Ware aus London von Pakistanis, die mittels Diplomatenausweisen Haschisch nach England einschleusten. Marks und seine Freunde waren damals fast das letzte Glied der Dealerkette. Sie wollten aber mehr, denn sie sahen, welche Gewinnspannen ihre Zulieferer einstrichen. Sie wollten selbst importieren und richtig abkassieren. Sie suchten und fanden Kontakt zu einem gewissen Jim McCann. Man traf sich in Irland. McCann war der Waffenlieferant der irisch-republikanischen Armee, IRA. Der Mann war undurchsichtig und unberechenbar, auf gewisse Weise regelrecht irre, aber er verstand sein Handwerk. McCann schleuste das Haschisch über den Freihafen Shannon und den irischen Westküste ein. Marks wiederum übernahm und brachte das Dope zumeist per Fähre nach England und verkaufte an Zwischenhändler. Das Geschäft boomte. Bereits 1972 war Howard Marks ein schwerreicher Mann. An jeder Tonne verdiente er ca. 50.000 britische Pfund, was nach damaligem Wechselkurs in etwa 220.000 Mark entsprach. Der Geheimdienst des britischen Außenministeriums MI6 interessierte sich für ihn und warb Marks als Agent an. Er sollte die ERA ausspionieren. Marks versuchte, die MI6-Verbindung für sich und seine Interessen zu nutzen, was sogar eine Weile lang funktionierte. Der US-Markt wurde ab 1973 ebenfalls von Marks & Co. beliefert. Im Equipment von Rockband schmuggelte man tonnenweise Haschisch in die USA. Im sicheren Gefühl, sich alles erlauben zu können, unterliefen dem frisch gebackenen Megadealer allerdings Fehler. 1973 wurde er verhaftet. In England kam er auf Kaution frei, entzog sich seiner Verhandlung und tauchte unter. Marks benutzte fortan 43 verschiedene Namen und Pässe, wickelte seine globalen Deals über Dutzende Scheinfirmen in London, Karachi, Bangkok und Hongkong ab. (1980) wurde Marks wieder vom britischen Zoll verhaftet. Diesmal kam es zum Prozess, und zwar vor dem höchsten britischen Gericht, die Old Bailey. Marks wartete mit einer irren Agentenstory als Verteidigung auf. Er sei MI6-Mann und Agent des mexikanischen Geheimdienstes. Seine Aufgabe sei es gewesen, Terroristen wie Jim McCann im Geheimdienstauftrag in Dope-Deals zu verwickeln. Tatsächlich war die ganze Story zu großen Teilen frei erfunden. Aber Howard Marks wurde nach einem spektakulären Prozess freigesprochen. Nach seinem Freispruch 1982 drehte Marks erst richtig auf. Die Mengen wurden immer gewaltiger, die Wege immer abenteuerlicher. Speziell mit Pakistan verbanden ihn enge Beziehungen.
Scheinbar wussten sogar hohe Regierungsbeamte über Marx und seine Geschäfte genau Bescheid, deckten ihn. Während dieser Zeit arbeitete Howard Marks auch mit korrupten CIA-Leuten zusammen, die ihrerseits Hintermänner in Washington hatten. Sie kauften bei ihm Dope, transportierten die Ladung auf CIA-Schiffen zu Navy-Stützpunkten, wo die Ware entladen wurde. So intim sein Draht zur CIA zeitweilig auch war, so sehr war eine andere US-Behörde bemüht, Marks aus dem Verkehr zu ziehen. Für den DEA-Mann Craig Lovato war es eine Art Lebensaufgabe geworden, Marks hinter Gitter zu bringen. 1988, nach einer enormen Fahndungsaktion, gelang es der DEA, Howard Marks in Spanien festnehmen zu lassen. 1990 wurde er an die USA ausgeliefert und in Miami zu 25 Jahren Hochsicherheitsgefängnis verurteilt. Er saß 5 Jahre ab und wurde 1995 nach England abgeschoben. Was zu seiner vorzeitigen Abschiebung führte, ist allerdings unbekannt. Marx schrieb bereits zu Haftzeiten seine Erlebnisse auf und veröffentlichte ein Buch mit dem Titel Mr. Nice in Anlehnung an seine Lieblingstarnnamen. Dieses Buch wurde in England zu einem 200.000-fach verkauften Bestseller, der mittlerweile auch auf Deutsch erschienen ist. Als Dope-Schmuggler hat Howard Marks zig Millionen verdient. Obviously, for most smokers, it means going over for a weekend in Amsterdam, getting about half an ounce and snicking it up your ass and flying back with it or hiding it somewhere. Obviously, when you smuggle large quantities, it's a very, very different affair. 5 tons, well, say a ton, a 20-foot container would take about 5 tons of marijuana and take about 5 times as much hash. Until I bought in the Columbia into Scotland, it only dealt with large amounts of hash, up to about 4 or 5 tons. So that 4 or 5 tons of hash would get into about a quarter of that, whereas the whole of it would be required for 5 tons of marijuana. So, yeah, that's about 5 tons worth of marijuana. You couldn't stick that up your ass, could you? Depends on the size of your ass, of course, but I doubt it. From the late 60s to the late 80s, I traveled the world arranging shipments of tons of dope from here, there, and everywhere. Some unlikely things became important. One of these was packing my bags when checking out of a hotel. In the old days, if I was away doing a dope deal, then packing before leaving the country of origin was very important, because I'd usually be carrying some kind of airway bill or some documentation, and definitely didn't want to get busted. Probably be a fugitive or something with a phony passport. So again, definitely wouldn't want to get busted. So the first thing is to do is to make sure that whatever I went to the airport with didn't have any traces of dope. Now, if necessary, that would mean leaving some of my own clothes behind, or with other people who happen to be in the same hotel to wash for me or throw away. Got to start with what's come from the laundry is definitely okay. So this could go in the case. So this is okay because it's come from the laundry. You hadn't got to fold it. As a smuggler, I spent thousands of nights in different hotels all over the world. Amazingly, I never had anything stolen. Once I fell asleep with my door open and over $1 million in a suitcase next to my bed. It was still there when I woke up. People don't often nick huge suitcases, probably because they don't imagine cases of such size could possibly be full of cash. This is complete. You know this sort of stuff, this stick, that actually takes the smell away from the bag. If you've had dope in there before, there's all these sort of things in there.